Willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Und heute geht es um folgendes Thema. Schaut euch mal an. Also, das ist eine normale, reguläre Dashcam, wie ihr seht. Relativ dunkel, so kennt man das. Und das ist die neue Dashcam, die ich euch vorstellen möchte. Und genauer gesagt geht es um die Red Tiger hier. Diese Dashcam inklusive der Dashcam, die ihr hier hinten seht, das ist die Dashcam für hinten. Und ja, falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, das ist komplett kostenlos für euch. Also, wieder mal ein Test einer Dashcam, Dual-Dashcam für vorne, für hinten. Und diese Dashcam hat ja den allerneuesten Sensor drin. Bedeutet super Nachtaufnahmen. Also wirklich bei schwierigen Lichtverhältnissen, blende ich euch nachher nochmal ein und habt ihr gerade eben auch schon gesehen, liefert die Dashcam hervorragende Bilder. Hinzu kommt natürlich, dass das Gerät noch viel mehr an Technik drin hat und allerneueste Spielereien und sonstiges. Aber ja, das zeige ich euch dann. Fangen wir zuerst mal mit dem Unboxing an. Ich blende euch jetzt mal die Eckdaten der Dashcam hier ein. So sieht die Verpackung aus mit allen Informationen. Die habe ich euch hier links eingeblendet. Wie ihr seht, 4K UHD. Also 3840 x 2160p, Frontkamera 170 Grad Winkel, Blende f1.5, hinten Full HD, also 1080p mit 140 Grad Winkel und HDE, WDR, WLAN 2.4, 5 GHz, GPS und G-Sensor. Das ist die Kamera, wie ihr hier seht. 3 Knöpfe hat das Ding, hat eine 128 GB SD-Karte schon mit dabei. Der Saugnapf habe ich euch gerade eben schon gezeigt, hier bei diesem Unboxing. Und jetzt in dieser zweiten Verpackung, da ist das Ladekabel mit dabei mit einem separaten USB-Anschluss. Könnt ihr also, während ihr das Gerät betreibt, auch noch andere Geräte weiterhin dann einstecken und verwenden. Hier ist die Kamera für hinten und es ist noch ein zusätzliches Set. Das seht ihr hier und dieses Set beinhaltet dann auch die Möglichkeit, das Ganze an den Sicherungskasten anzuschließen mit verschiedenen sogenannten Stromdieben. Hier ist das eigentliche Hauptgerät und wie gesagt, ganz viele Adapter für unterschiedliche Sicherungen sind dabei. Und bei diesem Gerät, weil ich euch gleich zeigen werde, könnt ihr dann auch noch einstellen, ab wann sich dann die Dashcam tatsächlich auch im Parkmodus denn ausschalten soll. Also bei welcher Batterieladung, damit euch dann die Batterie sozusagen nicht leer gelutscht wird, die Batterie dann auch tatsächlich, oder beziehungsweise die Dashcam dann tatsächlich auch abschaltet. Also das Ding hat also auch integrierten Parkmodus. Ihr könnt das Ganze dann so einstellen, dass, wenn ihr das Auto abgestellt habt, wenn der G-Sensor anschlägt, dann eine Aufnahme startet oder in einem Zeitraffer werden dann halt Bilder erstellt, damit halt A, der Speicher nicht voll wird, aber B, natürlich dann auch eure Batterie nicht leer gelutscht wird. Genau, also das war das Unboxing. Kommen wir jetzt mal zu der wie eigentlich ganz einfachen Installation. Los geht's. Die Installation eigentlich ganz einfach. Der Saugnapf wird hier an die Kamera dran geheftet oder umgekehrt und ja, dann ist das Ding eigentlich schon einsatzbereit. Dann sucht ihr euch eine Position hier aus. Wie ihr seht, ich kann das mit einer Hand machen, Saugnapf dran und dann das einfach gegen den Uhrzeigersinn festklipsen und schon saugt sich das Ganze an. Dann noch den USB-Stecker dran, also den Stromanschluss, das Ganze unten einstecken und dann ist die Frontkamera schon fertig. Hier noch das Ganze dann für die Rückfahrkamera einfach reinklipsen. Hier ist das Ganze mit einem Klebepad versehen. Dann sucht ihr euch eine Position aus, ungefähr mittig der Scheibe, positioniert das Ganze, klebt es fest und justiert dann die Kamera hoch und runter, so dass ihr halt entsprechend ein Bild bekommt, das für euch halt passt. Das ist eigentlich schon die ganze Installation, also die Hardware-Installation. Kommen wir jetzt mal ja, zu der Installation bzw. zum Softwareseitigen. Was kann die Kamera? Welche Optionen bietet die Kamera? Schauen wir uns das Ganze doch einmal an. Los geht's! Ich habe das Ganze bei mir zu Hause gemacht wegen Lichtverhältnissen. Beim ersten Start wird man nach der Sprache gefragt. Wie ihr seht, ganz viele Sprachen. Ich wähle Deutsch aus. Dann wählt man noch die Zeitzone aus, damit auch die richtige Uhrzeit eingeblendet wird und protokolliert wird. Und nachdem man dann die Zeitzone bestätigt hat, ist die Einrichtung eigentlich auch schon fertig. Dann ist prinzipiell die Kamera einsatzbereit und ihr könnt theoretisch praktisch loslegen. Natürlich gibt es noch viel mehr Einstellungen, die wir uns jetzt anschauen. Als allererstes mal die Einstellungen auf dem Gerät. Also über
das Display. Man kann natürlich 4K oder 2,5K einstellen. Man kann die Tonaufnahme ein- oder ausstellen, die Dauer der Aufnahmen 1, 3 oder 5. Man kann die Empfindlichkeit des G-Sensors ein- und ausstellen. Der G-Sensor ist wichtig. Das ist nämlich für Deutschland ganz wichtig, weil eine dauerhafte Aufnahme, ohne dass prinzipiell die Sachen überschrieben werden, ist nicht erlaubt. Ihr dürft das Ding nur speichern, sobald der G-Sensor anschlägt, und dann wird die Aufnahme als permanent markiert und dann auch nicht mehr überschrieben. Somit, wenn ihr euch so ein Ding kauft, immer mit G-Sensor. Aber schauen wir uns mal weiter an, welche Einstellungsmöglichkeiten es noch gibt. Das Gerät erkennt auch, ob man müde ist, also eine Müdigkeitswarnung sozusagen, hat WLAN, wie schon erwähnt, 2,4 und 5 GHz. Schauen wir uns gleich mal an. Dann, ob man einen Klickton haben möchte. Ich mag den Klickton nicht, den schalte ich deshalb halt aus. Dann gibt es noch den Bildschirmschoner, also wann soll der Bildschirm ausgehen. Bei mir soll er permanent anbleiben. Spiegel umdrehen bedeutet, wenn ihr die Rückfahrkamera anders montiert habt, dann muss sie halt umgedreht werden. Wollt ihr die Parkraumüberwachung haben oder nicht, das könnt ihr dann dort einstellen. Unter dem Punkt GPS könnt ihr euch auch die GPS-Signale anschauen. Ich habe natürlich jetzt das GPS nicht angeschlossen gehabt. Datumstempel könnt ihr euch dann einblenden lassen, sowie auch die Geschwindigkeit ein- oder ausblenden lassen auf dem Video. GPS-Stempel mit den Koordinaten, Geschwindigkeit, dann natürlich die Sprache, die hat man nur beim ersten Starten schon mal eingestellt. Wie ihr seht, unterschiedliche Sprachen sind hier möglich. Wir bleiben jetzt aber auch hier mal bei Deutsch. Dann geht es weiter. Hier könnt ihr noch manuell die Uhrzeit einstellen oder er nimmt sich das Ganze über das GPS-Signal. Ich habe das Ganze jetzt hier mal manuell eingestellt, weil ich das GPS-Signal oder das GPS nicht angeschlossen habe. So, dann kommen wir weiter zu den Zeiteinstellungen, 12 oder 24 Stunden. Die Zeitzone, die haben wir ja schon richtig eingestellt. Dann gibt es noch Sommerzeit automatisch ein- oder aus. Und die Frequenz 50 oder 60 Hertz. Wir bleiben hier bei 50 Hertz. Und man kann dann auch noch die SD-Karte, zeige ich euch dann auch gleich, formatieren. Man kann hier sich den QR-Code für die App anzeigen lassen, wo man die App runterladen kann. Wie ihr seht, hier gibt es aber auch noch im Handbuch, also könnt ihr über das Display machen oder über das Handbuch. Hier wird auch nochmal ein Geschwindigkeitstest der SD-Karte durchgeführt und auch auf der SD-Karte protokolliert. Dann seht ihr also, wie schnell Lese- und Schreibgeschwindigkeit der SD-Karte sind. Man kann natürlich auch hier die Bildschirme über die Power-Taste, wie ihr seht, wechseln. Also großes Bild, Frontkamera, kleines Bild, Rückfahrkamera. Oder wollt ihr nur die Frontkamera, nur die Rückkamera? Wollt ihr ein Datum und Uhrzeit eingeblendet haben oder wollt ihr einen komplett schwarzen Bildschirm haben, wenn ihr fahrt? Das ist natürlich hier Geschmackssache. Ich mag es gerne, wenn da die Frontkamera groß ist und die Rückkamera dann halt ganz klein angezeigt wird. Deshalb lasse ich das bei mir halt so eingestellt. Ja, aber viele Einstellungen kann man auch über die App machen. Das Ding hat ja, wie schon erwähnt, 2,4 und 5 GHz WLAN und da zeige ich euch, wie das Ganze denn funktioniert. Als allererstes schalten wir das WLAN ein. Da gehen wir hier drauf, schalten 2,4 oder 5 GHz ein. Ich mache das Ganze jetzt aus Kompatibilitätsgründen über 2,4 GHz, aber funktioniert genauso über 5 GHz. Danach Handy nehmen, den QR-Code entweder vom Display oder vom Benutzerhandbuch abscannen. Wie ihr seht, kommt ihr dann hier auf die Internetseite und dort werdet ihr dann auf den Store verlinkt. Die App wird heruntergeladen, wird installiert und dann ist sie auch schon einsatzbereit. Ja, beim ersten Start der App ist es so, dass man sich registrieren muss, also mit einer E-Mail-Adresse, die wird dann auch verifiziert, konnte ich aus Sicherheitsgründen nicht aufnehmen auf dem Handy. Also ich habe zwar die Aufnahme gestartet gehabt, aber aus Sicherheitsgründen hatte die Aufnahme nicht durchgeführt. Deshalb ganz normal E-Mail-Adresse hinterlegen, bestätigen und dann seid ihr auch schon in der App angemeldet. Und dann heißt es noch die Kamera einbinden. Ja, die Kamera binden wir ein, indem wir dann auf das Plus klicken. Das WLAN der Kamera ist ja schon eingeschaltet. Zuerst verlangt er hier, dass man das Auto mal eingibt. Ich habe mal meinen alten Fokus mal eingegeben, aber prinzipiell spielt das keine Rolle. Dann wechselt er automatisch auf das WLAN-Menü. Wir wählen das WetTiger WLAN aus und dann verbindet er sich automatisch mit der Kamera. Wie ihr seht, die Kamera ist da und wir können jetzt auf die Kamera klicken und verschiedene Einstellungen vornehmen. Also Audioeinstellungen, wie ihr seht. Wir können die Videoauflösung entsprechend auch abändern. 4K, 2K, also ähnlich wie auch auf dem Bildschirm. Wir können die Schleifenaufnahme ändern, 1, 3 oder 5 Minuten. Wir können ein Zeitwasserzeichen einblenden. Wie empfindlich soll der G-Sensor sein? Die Geschwindigkeit km/h oder in Meilen.
Dann halt soll der Parkmodus aktiv sein und wie soll er aufnehmen? Über den G-Sensor oder in einem Zeitraffer-Modus. Und dann können wir uns auch hier die Karte mal formatieren. Das soll man ja eh regelmäßig machen. Ich formatiere das Ganze mal. Wie ihr seht, Karte wurde formatiert. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Die war ja eh bisher leer, ist ja ganz neu. Hier drüber kann man dann auch die Firmware-Version des Gerätes überprüfen, aber auch aktualisieren. Bei mir ist schon die aktuellste Firmware drauf, bedeutet, hier gibt es nichts mehr zu aktualisieren. Und ja, somit habt ihr die zwei Möglichkeiten. Entweder über das Display die Kamera einstellen und konfigurieren oder aber auch über die App. Über die App habt ihr dann auch Zugriff auf natürlich die Aufnahmen, könnt ihr euch super einfach dann anzeigen lassen, abspielen. Ja, alles sehr, sehr einfach. Gut, das waren jetzt mal die Setups und was für Features die Kamera im Prinzip beinhaltet. Und ja, schauen wir uns jetzt mal aber das Spannende an. Wie ist denn die Qualität der Kamera? Frontkamera, Rückfahrkamera bei Tag und auch bei Nacht. Fangen wir zuerst mal an mit der Tagesfahrt. Wie ihr seht, bei Tag kristallklares Bild, vorne wie auch hinten. Also alles super scharf, da gibt es absolut nichts auszusetzen. Also wirklich top. Schönes Bild kann man, ja, man kann einfach nur permanent sich das Ganze anschauen. Ich blende euch dann jetzt gleich auch mal nur die Rückfahrkamera ein, damit ihr dann auch hier mal die Qualität seht, wie denn die Rückfahrkamera ist. Also auch gegen das Licht seht ihr, werden immer noch sehr gute und scharfe Aufnahmen aufgenommen. Gegen das Licht ist halt immer natürlich, ja, der Todesstoß für jede Kamera, aber immer noch alles super erkennbar und nachvollziehbar, was denn da passiert ist. So sieht dann die Rückfahrkamera aus. Ich habe extra das Ganze unter realen Bedingungen gemacht. Also ich habe hier jetzt nicht meine Scheibe irgendwie vorher geputzt, gemacht, getan. Sieht man nachher bei den Nachtaufnahmen. Ich finde das immer, wenn man das alles natürlich picobello macht, sieht natürlich fast jede Kamera immer top aus, aber es muss ja unter realen Bedingungen sein. Also Frontscheibe und die Rückscheibe waren bei mir nicht extra jetzt irgendwie sauber gemacht. Okay, weiter geht's mit den Aufnahmen. Wie ihr seht, die Aufnahme hier immer noch top, also auch die Rückfahrkamera, alles super, super scharf. Kommen wir jetzt mal zu den Details. Also wir sehen jetzt mal hier eine Aufnahme einer weiteren Tagfahrt und schauen uns jetzt mal an, wie denn die Details sind. Ich mache jetzt mal hier ein Standbild und dann seht ihr mal, wie scharf das alles ist. Ihr könnt dann auch alles erkennen, was es so zu erkennen gibt. Also wirklich, hier gibt es absolut nichts auszusetzen. Top, wirklich High Level. Aber die Königsdisziplin neben dem Gegenlicht, also wenn die Sonne direkt in die Kamera reinschallt, ist die Frage, wie sind denn die Nachtaufnahmen? Und die schauen wir uns jetzt an. Die Nachtaufnahme, wie ihr seht, auch hier gestochen scharf in Farbe, trotz dessen, dass halt es sehr, sehr schwierige Bedingungen sind. Viele Kameras schalten dann auf irgendeinen Schwarz-Weiß-Modus um oder rauschen ganz, ganz stark. Das ist hier nicht der Fall. Also wirklich kristallklare Aufnahmen. Ja, hier gibt es wieder mal nichts auszusetzen. Also wir bewegen uns hier auf einem sehr, sehr hohen Niveau für die Frontkamera sowie auch für die Rückfahrkamera. Und ich hatte mir jetzt gedacht, naja, so eine Fahrt mit Beleuchtung und allem bei Nacht ist schon sehr gut. Mit allem, was dazugehört. Hier seht ihr nochmal eine Standbildaufnahme, damit ihr euch auch mal da die Details mal anschauen könnt. Aber eine Fahrt mit Beleuchtung, mit allem ist natürlich schön und gut, aber schauen wir uns mal an, wie das Ganze denn ohne Beleuchtung aussieht. Los geht's. Hier noch eine Fahrt dann mit Beleuchtung. Wie ihr seht, wir befinden uns auf einer Schnellstraße. Auch hier musste ich Sachen verpixeln. In Deutschland ja immer so, naja, ein heikles Thema. Da seht ihr, wie gut die Kamera ist. Also man hätte alles im Prinzip erkennen können, Kennzeichen, sonstiges. Jetzt fahren wir in den Ort rein. Vor und hinter mir soweit kein Auto. Ich habe mal das Licht ausgemacht und eine kurze Fahrt ohne. Also das ist wirklich die Fahrt ohne Licht. Im Prinzip sehr, sehr dunkel das Ganze und man hat immer noch alles top erkannt. In Farbe und super scharf.
Also, ja, für jeden, der eine Kamera haben möchte oder sucht oder noch auf der Suche ist oder noch nicht ganz überzeugt ist, schaut euch mal diese Kamera hier an. Ich verlinke euch das Ganze wie immer unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Die Videos, wenn ihr euch die auf dem PC anschaut, was für Informationen ihr da noch angezeigt bekommt, total vergessen. Los geht's. Es gibt eine Software, die könnt ihr euch runterladen von Red Tiger. Ihr geht einfach auf die SD-Karte. Dort seht ihr dann GPS Player. Wenn ihr die Textdatei öffnet, bekommt ihr dann direkt den Download-Link. Steht natürlich auch alles in der Bedienungsanleitung. Ladet euch diesen Player runter und wenn ihr den Player öffnet, könnt ihr dann irgendein Video nehmen, euch dieses Video in den Player öffnen und anzeigen lassen. Wenn ihr dann auf Play drückt, seht ihr rechts die Karte in Google Maps eingeblendet, also wo ihr lang gefahren seid. Ihr seht natürlich die ganzen sonstigen Daten, wie schnell seid ihr gefahren, Höchstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, die Distanz. Ihr könnt euch dann auch, wie gesagt, mehrere Videos hier reinladen, wenn die in einem Rutsch abgespielt, aber mit der Einblendung und Auswertung der GPS-Koordinaten, die sind in dem Video sind die gespeichert. Also einfach das Video öffnen, in diesem Player euch anschauen und dann habt ihr alle Informationen, die ihr da tatsächlich braucht, benötigt, vielleicht bei einem Unfall dann halt auch ausgewertet werden können. Ja, das war es jetzt wirklich, ein sehr langes Video, aber das Ding hat wirklich ganz viele Funktionen. Ein tolles Gerät, kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, schaut es euch mal an, vielleicht ist es ja was für euch. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.